Der soll alles haben, was man sich eigentlich wünscht, aber... So, hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der Frühling naht. Ist richtig. Und was beim Frühling immer naht, ist auch, dass die Hausfrauen oder die Hausmänner anfangen, die Bude wieder sauber machen zu wollen. Spätestens da, ist richtig. Damit die letzten Krümel von Weihnachten alle verschwinden. Folgende Idee habe ich gehabt. Und zwar, warum machen wir dieses Video? Ganz einfach. Eigentlich hatten wir ja von Tresford den X500 und den X500 Pro. Was der bedeutet, das ist der Rainer, unser Sauger. Der ist für den Schmutz zuständig. Und der X Pro ist die Rosemarie. Und die ist ja für Wischen zuständig. Da wir uns ja jetzt aber entschieden haben, uns den einen oder anderen kleineren Teppich hinzulegen, macht das dem Rainer und auch der Rosemarie. Gut, bei der Rosemarie habe ich natürlich die Teppiche weg, ist klar. Das heißt, die darf weiter da bleiben und wischen. Das macht die auch wirklich hervorragend. Link unten in der Videobeschreibung. Bei eBay kriegt ihr den Tresford X Pro. Der hat 2-in-1-Funktion. Du kannst mit dem saugen und du kannst mit dem wischen. Du brauchst dann einfach nur hier unten die Behälter zu wechseln. Das ist der Wischbehälter. Und genauso kannst du der Rosemarie dann den Saugbehälter hinten reinstoppen. Und dann kriegt die hier noch die beiden Wischer reingesetzt. Und dann kannst du mit der beides machen. Den Link knalle ich euch unten rein. Wie gesagt, ist bei eBay gerade reduziert. Und da kriegt ihr den wesentlich günstiger, wen das interessiert. Jetzt kommen wir zurück zum Hauptthema. Also, der Rainer, der wird jetzt gehen. Genau, der kriegt jetzt ein neues Zuhause, weil erstens mal 2 brauchen wir nicht, ist völlig richtig. Und zum anderen, wie gesagt, tut sich die Saugfunktion bei dem Teppich ein bisschen schwer. Weil da wird der ein oder andere, der schon Saugroboter hat, kennt, manchmal gehen die Bürsten unter den Teppich. Und dann fängt er an, sich da zu verfangen etc. Und dann macht das dem Saugroboter nicht mehr ganz so viel Spaß. So, was bedeutet... Deswegen habe ich geguckt. Ach ja, hier, da ist er. So, und zwar muss es immer ein Dyson sein. Weiß ich nicht. Eigentlich, vielleicht, ja, nein, wird der ein oder andere sagen. Über die Qualität eines Dysons wollen wir gar nicht sprechen. Mit Sicherheit mehr als gerechtfertigt. Und auch im Freundeskreis haben wir ein paar, die das Ding haben. Für die, die es nicht wissen, Dyson ist so einer der Porsche, der Saugmaschinchen in der Handform hier. Und liegt so bei 800 € und dann geht das Ding nach oben, je nachdem, was du da hast. Das will nicht immer jeder ausgeben. Deswegen habe ich ein bisschen lange geguckt, was machst du jetzt? Und was ich auch nicht mehr haben wollte, ist ein Sauger, den du so schön hinter dir herziehst. Willst du nicht haben, brauchst du nicht haben, wollte ich nicht haben. Also habe ich geguckt, wollte aber auch keinen Dyson haben, weil nochmal, wir sind ja eigentlich mit unseren Saugrobotern, beziehungsweise mit der Rosemarie, die ja bleibt, sehr zufrieden. Also wollte ich im Grunde genommen nur was haben, wo ich schnell einmal, wie zum Beispiel den Teppich, zack, sauber machen kann. Und da haben wir jetzt hier den Cordless A10 Vakuum Cleaner bestellt, der so aussieht, in einem wunderschönen Violett, den wir jetzt auch sofort auspacken. Der soll alles haben, was man sich eigentlich wünscht, aber auch der ist gerade bei eBay rabattiert. Genau, eigentlich liegt das Ding so roundabout zwischen, ich sag mal gut gemeinte 90, 119 €. Aktuell wird der rausgekloppt für 59 €, ist richtig. Da habe ich mich gefragt, warum? Habe ich den bestellt, hier ist er jetzt. Wir packen ihn jetzt einmal ganz schnell aus, gucken, was da alle drin ist. Und dann finden wir heraus, muss es immer ein Dyson sein? Und dann können wir die Frage beantworten. So, wie man schon sehen konnte, ne, der Teppich, wie gesagt, den habe ich jetzt extra hier die ganze letzte Woche richtig so schön fluten lassen, wie es sich gehört, damit wir gleich auch testen können, ob das alles vernünftig funktioniert. Als erstes haben wir eine Pappe und dann haben wir ein Cordless Vakuum Cleaner Begrüßungsschild. Das ist ja auch witzig, ne? Okay, alles klar. Das ist ein Träumchen. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung und jeder, der unseren Kanal kennt, der weiß, was ich von Bedienungsanleitungen halte. Nicht ganz so viel, ich zeige es euch trotzdem einmal. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen QR-Code. Also wir können uns da einmal per E-Mail an Love Vakuum wenden. Und hier ist einmal schnell erklärt, wie man den zusammenbatschelt. Das gleiche gilt natürlich für die Bedienungsanleitung. Da haben wir ganz kurz, wie wir den zusammenbauen und was es damit auf sich hat. Habe ich schon gesagt, dass das ein Akku ist? Ich denke ja. Ne? Wichtig ist natürlich, dass das ein Akku ist. Deswegen haben wir hier als allererstes den Akku. Und der ist mit 2200 Milliampere, 84 Watt angegeben auf der Homepage, dass der, ich packe das jetzt live mit euch aus, ne? Was bedeutet, der hat eine Akkuanzeige. Und da gucken wir gleich mal. Der hat eine Akkustandsanzeige und ich habe den jetzt natürlich nicht vorgeladen, nachgeladen, wie auch immer, aber ich gehe mal davon aus, dass der genug geladen ist, dass wir das jetzt hier testen können. Ansonsten laden wir den noch einmal auf. Dann haben wir hier die kleine Bürste, ist selbst erklärt, ne? Da können wir über sämtliche Klamotten drüber gehen, um das ein bisschen aufzuwirbeln, wie eine Tastatur etc. Dann haben wir hier das Ladekabel, jawohl. Dann haben wir die kleine Düse. Also vom Plastik muss ich schon mal sagen, es gibt sehr billiges Plastik, wie ihr wisst, und es gibt schönes Plastik. Ich muss sagen, das hier gehört zum
schöneren Plastik. Ja, das ist bis jetzt, fühlt sich das sehr gut an. Wie gut ist ABS? Also ABS ist dieses harte Plastik, was sehr robust ist und hitzebeständig. Das fühlt sich so an. Also das fühlt sich wirklich nicht an wie billiges Plastik, was ich schon mal großartig finde. Dann haben wir hier, und da muss man einfach mal sagen, guck mal, das ist schön. So, wir haben hier das Violette. Dann, ach, guck mal. Ach, Freunde. Ach, sowas macht mir Spaß. Guck mal, das ist richtig Metall. Du kannst hier zentimeterweise klinken. Das ist ja, und dann ist das komplett Metall geführt. Nein, doch. Und das Eluxierte hier. Das schöne Violette, guck mal, wie schön das Futze glitzert. Oh, ist das schön. Ich habe sehr viel Spaß an Violett, wollte ich übrigens mal gesagt haben. Und selbst die Knöpfe, guck mal, da, selbst die Knöpfe, die sind metallic violett lackiert. Ja, die sind nicht einfach nur aus schwarzen Dings da. Das gleiche gilt hier unten bei der Aufnahme. Ohne Quatsch, Freunde. Das ist doch schon mal, oder? Also du kannst Sauger kaufen für 69 €. Da hast du den Sauger, den du hinter dir herziehst, und dann hast du da Rohr, das ist aus billigstem Plastik, oder? Das gleiche gilt für den Schlauch, den du damit da dran hast. Also das hier ist ja schon mal metallgeführte Schlittenführung, zentimeterweise einzustellen. Da kann keiner meckern, wenn er was im Rücken hat, da der sagt, das passt für mich jetzt so nicht. Das ist richtig. Dann haben wir hier einen kleinen, ich mach dich sauber, Freund. Ein kleines Pinselchen, und hier oben ist wieder dieses kleine Messerchen. Ich habe bis heute nie verstanden, wofür hier dieses Ding mit diesem kleinen Messer ist. Wer das weiß, der schreibt mir das mal runter in die Kommentare. Das war beim Rainer und bei Rosemarie auch mit dabei, in einer anderen Form. Soll das dafür sein, dass ich mir hier die Dings ab? Ich habe keine Ahnung. Also bitte, runter in die Kommentare. Warum ist immer dieser Schneidhaken bei diesen Saugerklamotten mit dabei? Habe ich keine Ahnung. Wenn ihr mir das sagt, bin ich schlauer, dann weiß ich Bescheid. Dann haben wir hier noch, und das fand ich nämlich auch ganz toll, denn diesen Dyson hängst du ja auch an die Wand. Und auch hier haben wir eine schöne, normale, spartanische Halterung, die man hier einmal mit 3M kleben kann. Selbstverständlich dann aber mit den beiliegenden Dübeln befestigt, weil so toll ich 3M finde, der wird alleine natürlich nicht ausreichen, um das ganze Ding zu halten. Schön und anzumerken ist hier aber auch wieder, dass wir hier von einem meiner Meinung nach sehr schönen Plastik reden, was keinesfalls billig aussieht und sich auch nicht billig anfühlt. Und nochmal, wir reden hier von einem Kaufpreis von nur 59 €. So, und hier ist das Schmuckstück der Stunde. Und hier wurde auch nicht gespart. Denn wir haben hier, da haben wir den Drücker, also den Abzieher, ne? Dann haben wir hier, den drückt man, glaube ich, runter. Hier. Genau, da nimmt man den ab. So. Hier haben wir also schon mal den Auffangbehälter. Den lege ich mal kurz an die Seite. Den Auffangbehälter. Dann haben wir hier oben einen schönen Filter. Und der soll einmal, das soll, glaube ich, der Kohlefilter sein. Hier ist dann noch der Stofffilter. Das ganze Ding ist komplett dick, wie man hier sieht. Der ist also komplett gefiltert. Dann haben wir da drin noch einen Filter. So, das hole ich mal hier raus. Guck mal hier. So, da gibt es also, guck mal, da wurde auch nicht gespart. Ja? Komplett. Und dann kommt dieser Metallfilter, den du ja hier drin hast. Der ist komplett aus einem Metallsieb gemacht. Ähnlich, kann man das sehen, durch das Plexiglas, ähnlich wie so ein T-Sieb. So, du hast also praktisch dieses super feine T-Sieb aus Metall. Dann hast du das Ding hier von fast 5 Zentimetern. So, den stecken wir da wieder rein. Und dann hast du hier diesen Kohlefaser- und Stoffnuppi, den du ebenfalls oben nochmal drauf hast. Denn der Sauger ist ebenfalls dafür ausgegeben, für euch Allergiker. Und genau, was haben die Nachrichten gerade gesagt? Ey, geht schon wieder los. Wir haben gerade März, Haselnuss und der ganze Rambazamba, Pollengedöne ist unterwegs. Damit gerade ihr Allergiker und auch mit der Hausstauballergie, ihr kennt das alle, ne? Ihr blast in das eine Rohrblast da rein und hinten bläst ihr das Ganze wieder raus. Das haben wir bei sehr vielen Saugern und das haben wir auch bei sehr teuren Saugern. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Sauger das hier besser macht als alle anderen, aber anzumerken ist, er hat es. Er hat also diesen Doppelfilter, damit eben genau das nicht passiert und eingesaugtes da bleibt, wo es hingehört, nämlich im jeweiligen Behälter. Und wenn man so viele verschiedene Filter schon sieht, ist das schon ein gutes Anzeichen dafür, dass auf jeden Fall daran gedacht worden ist, es besser zu machen als viele andere. So, und hier kommen wir jetzt zur Powerdüse. So, hier haben wir die Powerdüse. Jetzt können wir hier mal festhalten. Erstmal hat die hier ein sehr schönes Gelenk. Ja, einmal nach oben, unten und einmal nach rechts und links. Da ist das kleine Röhrchen. Ja, was dann logischerweise mit dem Ansaugstutzen hier hinten verbunden ist. Wir haben hier einmal, kann man hören, ne? Hier haben wir einmal harte Borsten. Ich halte mal hier kurz an der Kamera. Hier. Genau, das sind die harten Borsten. Die sollen dafür sorgen, die geht natürlich einmal rum, ne? Seht ihr ja. Einmal von vorne bis nach hinten. Die harte Borste soll zum Beispiel die Haare, Hundehaare etc. aufnehmen. Und dann haben wir hier die weichen Borsten. Davon gibt es 2 Streben komplett. Die schieben natürlich das ganze andere Gedöne hin und her. Und auch hier haben wir nochmal diesen Parkettschutz, damit nichts verkratzt. Die 2 Laufrollen, alles schön soweit. Hier vorne einmal zum Gucken. Ist halt nett, ne? Kann sehen, was passiert. Ist großartig.
Das Ganze wird dann auch noch einmal unterstützt von 1, 2, 3, 4 LEDs. Ist richtig. Damit du gerade, wenn du hier im dunklen Bereich mal bist, damit dir Licht aufgeht. Ist richtig. Großartig. Also, muss ich einmal gucken, kriege ich den so wieder drauf? Oder muss man da einmal auch... Ah, okay, alles klar, da zeige ich euch auch einmal. Hier. Also, du hast hier vorne, hast du so eine Nuppi, so eine Rastnase. Hier hast du so eine Rastnase und dann Stromkontakt. Und hier drin hast du da auch den Stromkontakt. Und da musst du mit der Nase einmal eintauchen und dann rastet der ein. Das ist also auch sehr schön gelöst. Aber muss man alles mal sagen, also guck mal, das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Kann man das so gut sehen in dem Licht? Das ist wirklich schön am Glitzern. Überall hast du diese schönen violetten Akzente. An jedem einzelnen Drücker, an jedem einzelnen Knopf. Das macht wirklich eine Menge Spaß. Jetzt haben wir hier noch eine Funktion. Ach, guck mal hier. Ah, das ist nochmal ein Filter. Guck. Genau, hier ist der Ausblaser, also der Auslass. Das bedeutet, die warme Luft und alles, was der rausbläst, kommt hier raus und tritt dann hier an der Seite aus. Und ebenfalls hier ist nochmal ein Filter drin, damit das auch nochmal geschützt wird. Kannst du hier, zack, und hier ist auch wieder so eine Rastnase, die da hinten reinkommt. Das bedeutet, was die Filter angeht, haben wir hier schon mal überhaupt nichts zu meckern, ne? So viel steht schon mal fest. Ach so, übrigens, Auswurf bedeutet, hier ist eine kleine Spange. Och, das fällt auch nicht einfach runter. Das finde ich jetzt auch gut. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich jetzt so mal dran, blups, macht das. Nein, der ist hier gut auf Zug, sage ich mal. Was bedeutet, genau, wir können den direkt so entleeren. Was auch eine großartige Sache ist. Und hier unten ist auch nochmal dieses Auffang-Moped mit so einem kleinen Loch. Was bedeutet, wenn ihr zum Beispiel mal so ein Ohrring oder sowas habt, dann plumpst das Ding da rein und in der Hoffnung, dass das nicht ganz weg ist, könnt ihr das wahrscheinlich eher hier drin sehen, als ihr das jetzt aus dem ganzen Zeug wieder rausklamüsern müsst. Was ich auch sehr gut finde. Das Ganze ist natürlich hier unten auch mit einer Dichtung abgesichert. Alles klar, also dann klöppeln wir den Akku einmal rein. Wie gesagt, der hat hier unten eine Anzeige, hatte ich schon gezeigt, ne? Der hat hier unten eine Anzeige, da ist der Akkustand. Aber ich kann hier nicht drücken, da geht nichts an. Dann schauen wir mal, wenn wir den jetzt anschließen. Okay, alles klar, da haben wir 2 sind voll, der dritte ist noch ein bisschen am Nachladen, aber Fakt ist, die Anzeige ist dann schön in Blau am Leuchten. Das finde ich auch schon mal großartig. Und wie gesagt, der ist vorgeladen, was ich auch super finde. Dann schieben wir das Moped mal hier unten rein. So, das ist auch wieder mit der Nase zuerst und dann oben einklinken. Ah! Und dann haben wir, wird ja auch anders gar keinen Sinn machen, ne? Hier auch nochmal die Anzeige, wo wir dann neben dem Griff sehen können, wie voll das ganze Moped ist. Gut! So einfach, da geht er auch schon an. Also, wenn wir hier auf Feuer drücken, dann leuchtet hier direkt der Akku und das Gerät fängt auch direkt an zu saugen. Zack, ah, da ist auch eine Dichtung dazwischen. Jo. Ah, jetzt hat Klick gemacht, alles klar. So, wir können den, wie gesagt, natürlich verstellen, ne? Wir haben den als Langsauger und wir können den natürlich auch als Kurzsauger nehmen und wir können den natürlich auch, das ist ja selbsterklärend, die Teile sind ja alle so gemacht, ihr könnt natürlich auch direkt diese Aufnahme, zack, hier dran machen. Ich meine, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, ist richtig, aber Fakt ist, du kannst es machen. Auf der Homepage wird ebenfalls damit beworben, dass auch kleine Kinder damit saugen können, weil der halt durch die Steuerung hier sehr einfach ist, was ich natürlich eine ganz niedliche Sache finde. Also erwähnt haben wollte ich das einmal. Alle Größen, Kinder und jeder in der Familie kann an dem Ding hier richtig schön fuhrwerkeln. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Geschehen. Was bedeutet? Wir packen mal kurz hier logischerweise unsere Tastatur-Dingsbums da an die Seite. So, und dann wollen wir mal gucken. Also, ich bin ja jetzt ein bisschen größer. Was bedeutet? Einmal ganz ausgefahren. Klick. So. Okay. Dann haben wir hier vorne noch die Lampen. Gehen die jetzt auch an? Jawohl. Guck mal. Die sind ja auch schön am Leuchten, ne? Okay. Und dann können wir hier saugen und dann stellen wir fest, also ich glaube, man sieht ja, dass hier ganz schön viele Krümel sind, oder? Kann man die ganzen Krümelchen sehen? Und der saugt das in dem Modus schon wunderbar weg. Und der läuft wirklich sehr leichtgängig. Das muss man mal sagen. Also, das ist nix. Das ist wirklich nix. Und der ist sehr leise, ne? Der ist wirklich sehr leise. Hier unten können wir jetzt auch mal gucken, wenn wir mal da unten reingehen. So, also der macht schon ausreichend Licht, ne? Da kann man schon genau gucken, wo man seinen Schlüssel hat fallen lassen. Das finde ich großartig. Also auch dafür super zu gebrauchen. Nee, also ich muss wirklich sagen, das macht Spaß. Guck mal, der ist nicht laut. Der läuft fast von alleine über den Boden. Jetzt hört man das hier richtig schön rappeln. Ja, ist richtig. Da ist nämlich hier der Bellerbereich.
Für die Bella kennen, ne? Ist richtig. Die Bella, die knuspert gerne Kekse. Und die haben wir jetzt gleich alle weg. Das heißt, die Keks-Area von der Bella ist wieder sauber. Super. Da freue ich mich sehr. So, also, man drückt hier einmal drauf. Und das Gerät hört direkt auf. Wir haben jetzt festgestellt, so, jetzt haben wir ein bisschen gesaugt. Kann man da unten sehen? Im Fokus. So, hier haben wir schon ganz schön was angesammelt. Ist richtig. Und jetzt gucken wir natürlich einmal. So, selbstverständlich gehört zu so einem Test, habe ich mir sagen lassen, auch so ein bisschen Konfetti. Ne? Was bedeutet, ich habe jetzt hier mal unseren Büro locker geholt. Und jetzt lassen wir es ein bisschen schneien. Genau so ist richtig, oder? Richtig. Also, jetzt haben wir hier richtig alles fallen lassen. Und was ich euch bisher noch nicht gezeigt habe, ist, wir haben den ja jetzt gerade gestartet mit unserem Abziehknüppel auf der ganz normalen Stufe. Das Gerät verfügt natürlich hier hinten über einen Knopf, wo wir die Vakuumizität steigern können. Was bedeutet, ne? Wir können das Ding natürlich auch hochregeln. Also ich mache den nochmal an. Und jetzt? So, haben wir die 2 Stufen. Ne? Einmal soft und einmal mehr. Wir haben gerade auf normal gemacht. Und jetzt gehen wir einmal auf Stufe mehr. Und gucken mal. Guck mal. Einmal weg. Einmal weg. Ast rein. Wirklich Ast rein. Also das macht echt Spaß. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also das ist cool. Das ist echt cool. Einwandfrei. Wie gesagt, der läuft. Ich kann hier richtig... Also das ist wirklich super. Ja, das macht richtig Spaß. Und dann mit dem Licht ist super. Man kommt überall super drum rum. Guck mal hier, du kannst ja hier richtig wunderschön um das Bein drum rum. Zack, ohne dass ich was machen muss. Du lenkst den nur so ein bisschen ein und kannst hier richtig schön um das Beinchen drum rum fahren. Großartig. Also, halten wir mal fest. Summa summaro. Also wie wir ja hier auch wieder sehen können, ne? Da haben wir den ganzen Schmuckes drin. Diese Einstellung und auch diese Führungsschiene, wie gesagt, finde ich großartig. Dann gucken wir noch mal ganz kurz. Da war es gedacht. Das bedeutet, wenn ihr das Moped an der Wand habt, zack, dann kommt der hier reingehangen. Da ist diese Spange, da ist dann extra hier dieser Auslass. So, was bedeutet, kann man sehen, ne? Da ist der Auslass, da ist die Spange und dann kommt das Ding hier so an der Wand. Ja, und das ist eine super Sache. Ich glaube, dass wir die Dinger hier ausprobieren, das ist sinnbefreit, Freunde. Das wissen wir alle, ne? Wenn du irgendwo in eine Ritze reinkommen willst oder so weiter und wenn du an der Tastatur, ne? So. So, da ist wieder die normale Stufe. Hört man, ne? Und jetzt mache ich mal eine höher. Ja, also, da kommt schon, ne? Da kommt schon was ordentlich bei rum. Was bedeutet, wenn ihr im Auto was sauber machen wollt, dann habt ihr hier den Aufsatz nochmal für. Und ansonsten, wie gesagt, für die Tastaturen oder für die Möbel, da kann man ja hier auch nochmal gucken, ne? Wenn du jetzt hier anmachst. So, wenn du jetzt hier so ein paar Krümel hast, ein bisschen besser, wenn du hier so ein Moped hast. Und nochmal anmerken muss ich wirklich, dass der so schön leise ist. Also das ist wirklich super, oder? Also wenn man das früher noch weiß, wenn Mutti da angefangen hat zu saugen, da bist du schreiend rausgerannt, warst froh, wenn du die Freunde getroffen hast. Das macht wirklich eine Menge Spaß. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Wie gesagt, das Ding wiegt so gut wie nichts. Ich blende euch das jetzt hier nochmal ein, was das Ding hatte. Saugleistung hat er übrigens 12 kPa. Was das genau bedeuten soll, das ist irgendeine Tabelle, da könnt ihr im Internet mal gucken oder wer sich damit auskennt, der weiß Bescheid. Wie wir gesehen haben, für ein Saugverhalten ganz normal zu Hause auf dem Teppich. Was sollen wir jetzt noch Parkett etc. testen, ist sinnbefreit. Ich bin immer der Meinung, man muss einmal wissen, ob das auf einem Teppich vernünftig funktioniert. So, was wir hier noch nicht vergessen haben, bei der Bürste, die bewegt sich auch. Das heißt, die rotiert. Wenn du also am Frühstückstisch auch mal ein paar Kekse wegmachen willst oder Krümel vom Frühstück, guck mal da, zack. Die hat also auch ein wunderbares Gelenk, was sich beim Saugen wunderbar mitdreht. Also auch das ist große Klasse. Super. Das hat sehr gut funktioniert, wie gesagt. Wir haben hier ein bisschen Sand drauf gehabt, wir haben ein bisschen Krümmels drauf gehabt, wir haben alles Mögliche drauf gehabt. So, hier habe ich für euch auch nochmal, zacka. Da ist die Fußballmatte vom Jungen. So, die kann man dann jetzt auch noch mal kurz sehen. Das ist so eine Übungsmatte. So, hier hängt jetzt auch natürlich so ein bisschen, ihr wisst, was ich meine, ne? Ein bisschen von allem drumrum. Deswegen kommen wir noch einmal zum Abschluss auf der höchsten Stufe. Einmal an, einmal volle Pulle. So, guck mal. Der zieht den ja mit hoch. Das ist natürlich schön. Wenn man sowas sieht, ist das natürlich super, weil da sieht man, dass der wirklich saugt, ne? So, guck mal. Zack.
Da kann man deutlich sehen, wie der wirklich das ganze Gedöne da rauszieht. Guck mal, und der Teppich ist wieder richtig schön sauber. Und ich muss schon aufpassen, dass ich den nicht wegziehe. Also, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Das Ding, statt 100 Euro, 59 Euro. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung. Ihr müsst da wahrscheinlich schnell sein. Ich habe keine Ahnung, wie viel verfügbar sind. Ansonsten, selbst wenn ihr den über 59 Euro findet, 59 Euro ist natürlich ein Knallerpreis, da brauchen wir nicht drüber reden. Für die Optik, für die Leistung, für alles, was er macht, großartig. Ich freue mich wirklich sehr. Ich hoffe, ihr erwischt auch noch einen. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das Ganze an. Empfehlung geht trotzdem raus. Kriegt ihr das Ding für die standardmäßigen 90. Finde ich das immer noch super. Weil, wenn ihr euch die ganzen Handsaug-Vakuum-Cleaner mal anguckt, die liegen alle roundabout, sage ich mal, über 150 Euro. Und auf die Idee sind wir auch gekommen, weil wir letztens wieder bei Punkt 12, glaube ich, ist es gewesen, einen Test gesehen haben mit den ganzen Saugern, 240 Euro, 189 Euro. Die sind alle durchgefallen, Freunde. Die sind alle durchgefallen. Da hat auch so ein Ding hier gewonnen. Also nicht explizit der, aber echt das günstige Gerät. War genauso gut wie die 4-, 5-mal so teuer waren. Deswegen, es muss nicht immer das Beste sein. Wie gesagt, über einen Dyson brauchen wir nicht reden. Wer die Knete hat, soll sich das Ding gönnen. Ist auf jeden Fall eine geile Nummer. Für jeden anderen, der einfach nur mal schnell irgendwie was durchsaugen will und möchte dementsprechend eine Saugleistung haben, die ausreichend dafür ist, um wieder sauber zu sein und zu sagen, hier fühle ich mich wohl. Der ist mit dem Ding sehr gut bedient. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ab nach eBay, kauft euch das Ding, probiert das selber aus, schreibt mir runter in die Kommentare. Wer noch einen erwischt hat, würde mich wirklich sehr freuen. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Hobby. Ciao. So, und dich? Ich hänge mal jetzt auf. Ist richtig. Komm. Tschüss. Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, das war's. Ja, das war's. Tschüss. Großartig!